Was gibt es Schöneres zu verschenken als Parfüm? Ich finde, ja, vieles, weil Parfüm ist so individuell, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist. Was der Beschenkte wirklich mag, ist ein geschenktes Parfüm eine der meiner Meinung nach schlechtesten Ideen, die man nur so haben kann. Aber es gibt wiederum eine Möglichkeit, wie man doch Düfte schenken kann, wo sich der Betreffende wirklich was Cooles aussuchen kann oder seinen Horizont erweitert. Discovery Kits. Ich finde, Discovery Kits sind generell eine geile Sache und es gibt einfach viele Brands, die richtig geile Discoveries auf den Markt gebracht haben und auch einfach eine Bandbreite an Düften rausgebracht haben, die wirklich spannend und wo's Spaß macht, diese Düfte irgendwie zu entdecken. Das ist für mich eher ein cooles Geschenk. Ob du jetzt nur das Discovery Kit verschenkst, was mancherorts auch richtig, richtig teuer sein kann, oder ob du dir so Sachen dann noch einfallen lässt und dann vielleicht noch einen kleinen Gutschein mit dazu packst oder zum nächsten großen Event, wo es wieder ein Geschenk gibt, dann vielleicht da die Full Size, die am besten gefallen hat, schenkst. Das vielleicht so mal als Anreiz. Ich bin der Richie, ihr seid bei Riot Sense. Hier geht es um außergewöhnliche und besondere Düfte, die es nicht auf jedem YouTube-Kanal oder bei Instagram oder bla 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 gibt. Natürlich bin ich nicht der einzige Mensch, der diese Art von Düften gepachtet hat und ganz viele davon habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo anders gehört. Dennoch ist das jetzt hier, nennen wir es mal, die Xerjoff und PDM-freie Zone hier. Wenn euch sowas gefällt, würde ich mich über ein Abo unwahrscheinlich freuen. Und ja, dann starten wir jetzt mal in die besten Discovery Kits, die es so gibt. Das sind auch nicht alle. So, das war eine kleine Umbaupause. Ich habe leider nicht alle Discovery Kits auch mehr hier, weil ich die auch gerne einfach weiter verschenke. Aber es gibt dann doch noch ein paar, die ich noch habe und die ich auch wirklich weiterempfehlen kann. Ein wirklich spannendes Haus ist zum Beispiel Filippo Soccinelli. Finde den Typen als solches ist jetzt nicht unbedingt der absolute Sympathieträger, aber ein paar Düfte von ihm sind halt wirklich special und cool und also zumindest eine Sache sehr kreativ und nicht so wie alle anderen. Die Memory-Reihe da mit diesen Händen. I don't know, würde ich jetzt vielleicht einfach weglassen. Aber es gibt wirklich, wirklich schöne Düfte, auch im Line-Up. Und das Coole ist, es gibt einmal eine Box, die ist ein bisschen frech, die ist sehr hübsch gemacht, die kostet aber fast 400 € und da sind auch einfach Raumdüfte dabei. Und du musst einfach quasi vorher googeln, was kann ich mir auf die Haut sprühen, was kann ich mir nicht auf die Haut sprühen. Und so ein Raumduft davon 2 Milliliter, ich weiß ja nicht. Also bin ich jetzt kein großer Fan von. Aber auf der Website gibt es auch die Möglichkeit, hier solche kleinen, selbst zusammenstellbaren Discovery Sets zu kaufen. Einmal mit 6 Düften, einmal mit 12 Düften, glaube ich. Und wie gesagt, du kannst eine Vorauswahl treffen, kannst schauen, was dich interessiert. Da ist dann hier noch so ein Kerzschild mit dabei, was ich nicht weiter in die Kamera halten kann, weil ansonsten ist da keine Beleuchtung mehr drauf. Und dann sieht das hier so aus. Ist ganz nett gemacht und man kann sich halt wirklich, also ich habe mir 6 Düfte geordert, die ich irgendwie cool und spannend fand und ist eine coole Idee. Ich mag das immer sehr, wenn Brands das anbieten, dass man Discovery Sets entsprechend selber kuratieren kann. Ein Haus, was in Deutschland absolut underrated ist und ein sehr cooles Discovery Set hat, ist Sarah Baker. Das ist jetzt noch das alte. Da sind auch nicht, weil da auch einfach platzmäßig nicht alle reinpassen, nicht mehr zumindest, ist Sarah Baker. Tolles Haus aus UK, sehr kreative Düfte. Ich habe hier und da schon mal über den einen oder anderen von denen gesprochen. Mag ich sehr, sehr gerne. Cool. Ähm, und auch für jeden was dabei. Kreativ, hat immer so noch ein Screenplay dabei, was so ein bisschen die Szene setzt, wo dieser Duft gerade stattfindet und was man eigentlich auch durchs Riechen schon so mitbekommt. Cooles Konzept, sieht mittlerweile anders aus, beziehungsweise es gibt viele verschiedene Discovery-Sets mittlerweile, die du dir zusammenstellen kannst. So ein bisschen themenorientiert ist das Ganze. Es gibt einmal die Complete Works und dann gibt es noch so thematische Discovery Kits. Sehr cool, gibt es auf deren Internetseite.
Ich weiß jetzt nicht, was Shipping kostet. Das ist im Zweifelfall nicht so richtig günstig, aber ich glaube, die haben ihr Distributionscenter verlagert von Rumänien woanders hin. Vielleicht ist der Versand jetzt nicht mehr ganz so gottlos teuer. Cooles Haus, kann ich jedem nur ans Herz legen. Sarah Baker allgemein absolut underrated. Das hier wurde mir tatsächlich zur Verfügung gestellt, weil ich die auf meinem Instagram und auf meinem TikTok-Kanal schon verlost habe, ist Thomas de Monaco. Thomas de Monaco ist eine Schweizer Brand. Die haben nicht viele Düfte. Also ich glaube, die haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5. Also hier sind 5 drin. Die haben mittlerweile 6 Düfte. Sehr schön gemacht. So. Ganz cool eigentlich. Kreatives Haus, spezielle Düfte, die trotzdem super alltagstauglich sind, irgendwie edel, irgendwie so einen gewissen luxuriösen Vibe mit dabei haben. Geile Teile. Das Discovery Set ist auch fair priced, sagen wir es einfach mal so. Mitnehmen ist gerade, glaube ich, für Leute, die es auch ein bisschen klassischer mögen, sind da viele schöne Düfte dabei. Aber auch so ein Raw Gold ist ein krass atomares Beast Mode, süßes Ding, was auch viele Komplimente einbringt, wenn man denn auf sowas steht. Aber der Fuego Futuro ist ein absoluter Traum. So Mate-Tee-Leder, bisschen minzig, rauchig, geiles Teil. Und der Grambo, über den habe ich hier auch schon mal gesprochen. Das riecht einfach wie der Duft vom Chef, vom Chef, vom Chef, vom Chef, von deinem Chef. So, das ist sehr edel, das ist sehr einfach, es riecht so nach Reichtum, ohne jetzt zu sehr alter Mann zu sein und ohne direkt so ein Eat the Rich Arschloch direkt zu sein. Sehr cool, geile Brand. Und eine Brand, die ich wirklich Discovery-mäßig absolut hervorheben muss, man sieht mich nicht mehr, so groß ist das Teil, Angela Champagna, glaube ich, wird es ausgesprochen. Super kreativ das ist ihr Nischenlabel. Sie hat auch noch ein, ja, mainstreamigeres Label, das heißt Label. Und das hier ist wirklich schön gemacht. Allein dafür schon mal Props, aber wirklich schön gemacht. Hier eingefasst sind dann die einzelnen Proben. Und das Coole an diesem Set ist, dass hier wirklich fast für jeden Geschmack was dabei ist. Die Düfte sind kreativ, die Düfte sind einzigartig, die Düfte sind von fruchtig, frisch, frische Wäsche, floral, lieblich bis zu stinkigen Oud, heftiger Rauch. Also hier sind 15 Düfte drin. Du durchlebst quasi einmal die komplette olfaktorische Welt. Und das finde ich einfach schon, das ist schon ziemlich geil und das ist eine coole Marke, die absolut keine Beachtung hier leider findet. Ich hoffe, wir können das hiermit ändern. Verschenkt dieses Sample Kit. Es ist bestimmt für den Beschenkten was dabei, weil die sind echt special. Irgendwo habe ich in meinen Schränken, in meinem absoluten Chaos, auch ein Francesca Bianchi Discovery Set, was ich auch jedem nur ans Herz legen kann, wenn er denn auf Iris und Irisbutter und so schwere Düfte steht, dann ist Francesca Bianchi ja eine relativ coole Adresse. Auch relativ underrated so. Man riecht deutlich, dass sie aus demselben Haus kommen. Also da ist so eine Familienähnlichkeit bei den ganzen Düften vorhanden. Also zumindest bei, sagen wir mal, 95% merkst du direkt, ach ja, das ist ein Bianchi. Aber das macht es ja auch irgendwie wieder cool. Wenn du halt aber nicht auf dieses vintagey, rauchig, wachsig, Iris, so dieses Schwere stehst, ist Bianchi vielleicht nicht unbedingt was für dich. Probieren kann man es trotzdem. Sample Kit ist echt cool. Ich glaube, es sind 18 Düfte oder sowas dabei für, ja, kostet fast so viel wie ein Full Flakon, ist aber von der Menge her, glaube ich, sogar fast mehr als ein Full Size, wenn mich nicht alles täuscht. Aber unbedingt mal abchecken, wenn ihr in diese Vintage-Richtung steht oder wenn ihr auf diese Vintage-Richtung steht, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Natürlich, irgendwo hier in meinem Chaos ist auch noch ein Pinot Noir Sample Kit.
Père Noir, wundervolle Marke aus der Schweiz von zwei zauberhaften jungen Männern, Parfümeur dahinter, Andreas Wilhelm, mag ich auch sehr gerne. Die machen besondere Düfte, die machen aber auch Düfte, die wirklich der breiten Masse durchaus gut gefallen können, es aber nicht immer drauf anlegen. Aber so ein Naki, der spricht, also der tritt niemandem ins Gesicht oder ein Vitias. Aber da sind halt auch wieder crazyere Sachen dabei, die auch wirklich besonders sind. Die arbeiten ja auch mit richtigen Oud. Einfach tolle Kreationen. Ich mag den Tierra zum Beispiel gerne. Jetzt auch ein neues Release ist der Ottimo. Würziger Vanilleduft. Die haben aber für Oud-Liebhaber was dabei. Das meiste geht aber schon so. Die alten Sachen sind schon eher so in diese dunkle, mit so leicht fruchtigen Einschlägen. Das ist so das Ding von Père Noir zumindest gewesen. Mal gucken, wohin sich die Reise jetzt entwickelt. Die Marke hat jetzt 2 Gourmands auf den Markt gebracht. Vielleicht wird es jetzt ein Gourmandhaus. Vorher war es relativ udig, aber immer fruchtig und durchaus schon besonders. Von daher, mal gucken, wo es hingeht. Aber das Discovery Set ist das auf jeden Fall wert. Ich glaube, unten ist vielleicht auch noch irgendwo ein Code verlinkt, mit dem du da Rabatt drauf bekommst. Wenn ich den Code noch habe, wenn er noch aktiv ist, stelle ich ihn unten rein. Ansonsten ja halt nicht. Ne? Und dann noch eine Brand, die auch relativ breit aufgestellt ist, ein cooles Sample-Kit hat. Ist nicht sonderlich crazy, relativ einfach der Duft. Duft ist eine Brand aus Deutschland und der hat wirklich mit sehr, sehr besonderen Parfümeuren zusammengearbeitet, die hier teilweise sehr spezielle Düfte rausgebracht haben. Davon ist auch nicht jeder meins, aber ein paar Düfte haben wirklich mein Herz so ein bisschen für sich gewinnen können. Cool, gewagt, besonders, auch immer eine Geschichte mit am Erzählen. Sehr, sehr schön. Da ist auch für die frische Wäsche, Musky, Clean Girls was dabei. Genauso ist da aber auch spicy und ein bisschen dreckig. Jetzt, da ist nichts super Dunkles dabei, nichts super crazy Rauchiges. Aber da ist auch ein Duft dabei, wo ich sowas noch nie gerochen habe. Jetzt auch low-key nicht wirklich traurig drüber war, weil irgendwie Kaffee, Kokosnuss, Sahne mit frischen Noten kombiniert. Also das Ding ist all over the place. Ein absoluter Fiebertraum. Aber viele Leute finden sowas geil. Also hey, warum nicht? Und dann gibt es natürlich noch ein Discovery Kit, was ich als alter Zoologist-Fan natürlich jetzt noch ansprechen muss. Und das ist die Intelligy-Serie von Zoologist. Ich habe selber das Ding nicht. Es ist auch echt teuer, weil es fast 200 € kostet. Aber du hast halt, ich glaube, 34, alle 34, 35 Düfte hast du mit dabei. Es ist schön aufbereitet, es ist schön gemacht. In einer wertigen Box, sehr, sehr toll. Ist halt teuer, aber du hast so viele Düfte mit dabei. Das lohnt sich schon. Und gerade weil die Düfte auch so unterschiedlich sind und so viele verschiedene Facetten haben, mit so vielen unterschiedlichen Parfümeuren gearbeitet wurde, so viele verschiedene artistische Visionen da eingeflossen sind in jeden einzelnen Duft. Und jeder einzelne Duft ist sehr anders als der nächste Zoologist-Duft. Natürlich gibt es welche, die ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Aber das ist wirklich was, wo ich sage, ja, also gerade Parfümbegeisterte für Leute, die ein bisschen tiefer in der Nische sind, das lohnt sich schon. Das Ding ist teurer als ein normaler Standardflakon, aber also eigentlich könntest du damit halt einen Monat sehr besonders crazy riechen äh, und einfach eine Brand mal so grundlegend entdecken. Daher vielleicht dieses Zoologist-Ding auch noch, wenn es denn irgendwann mal gerestockt wird, weil da gibt es wirklich Probleme, soweit ich weiß, vielleicht mal in Erwägung ziehen für ein Geschenk, für einen Nischenhead. Was hältst du von diesen ganzen Discovery Kits? Ich habe davon unwahrscheinlich viele. Ich habe aber halt auch tatsächlich so ein bisschen den Vorteil, dass ich viele davon geschickt bekomme. Stehst du auf Sample Kits? Findest du es total schwachsinnig? Bist du Team Blind Buy? Bist du Team Sample Kit? Bist du Team Abfüllung bei Parfumo? Schreib mir gerne in die Kommentare. Aber das sind so meine 2 Cent zu Parfüm schenken. Wenn, dann vielleicht einen Discovery Kit. Damit dann auch wirklich was Passendes dabei ist. Für den Beschenkten, über das er sich wirklich freut. Und wenn der Interesse an Parfüm hat, wer freut sich nicht darüber, gerade richtig viele Düfte testen zu können? Also,
Klar, oder?